Es war der Frühling 1942, und das tägliche Leben in Berlin war von der Kriegszeit geprägt. Die Luft war schwer von Angst, doch das kleine Café, in dem Maria arbeitete, war ein Zufluchtsort. Maria war 22, eine einfache junge Frau, die als Kellnerin arbeitete und versuchte, ihren Alltag inmitten des Krieges zu überstehen. Ihre Familie war von der Frontlinie betroffen, und sie hörte täglich von den vielen Gefallenen. An diesem Tag trat ein Soldat in das Café. Er war groß, mit schüchternen Augen und einem brünetten, zerzausten Haarschnitt. Hans, ein Wehrmachtssoldat aus München, der gerade aus Frankreich zurückgekehrt war. Es war seine erste Ruhepause nach langen Monaten an der Front. Hans, könnte ich einen Kaffee haben, bitte? Maria. Natürlich. Einen Moment, bitte. Es war das erste Mal, dass sie ihn sah. Hans hatte etwas in seiner Haltung, das sie an einen Mann erinnerte, der mehr verlor als nur die Schlacht. Die nächsten Wochen kamen Hans und Maria immer wieder in das Café. Sie sprachen selten, doch es war eine Art von stiller Verbindung zwischen ihnen. Hans erzählte von den Schrecken an der Front, von den verlorenen Freunden, den ständigen Kämpfen und der endlosen Angst. Maria hörte aufmerksam zu, ohne viele Worte zu verlieren. Eines Abends nach der Arbeit, als das Café fast leer war, kam Hans zu ihr. Hans. Maria, ich weiß, wir haben nicht viel gesprochen, aber es fühlt sich an, als ob du die einzige Person bist, die mich versteht. Maria zögerte, aber dann lächelte sie sanft. Sie wusste, dass ihre Welt genauso zerbrochen war wie seine, und dennoch war da eine kleine Flamme der Hoffnung. Maria, vielleicht verstehe ich nur, dass wir alle im gleichen Krieg sind, selbst wenn er uns anders trifft. Der Blick, den sie teilten, war mehr als Worte. In einer Welt, die sich immer mehr auseinanderzog, hatten sie für einen Moment das Gefühl, dass sie sich nicht allein fühlten. Es vergingen Monate, und die Liebe zwischen Maria und Hans wuchs still. Sie trafen sich heimlich, versteckt vor den Augen der Stadt. Ihre Treffen waren von einer bittersüßen Dringlichkeit geprägt. Sie wussten beide, dass der Krieg jederzeit alles zerstören könnte. Hans wurde wieder an die Front geschickt. In ihren letzten Momenten zusammen gab er Maria ein kleines Medaillon, ein Erinnerungsstück aus seiner Familie. Hans, wenn du es je brauchst, um mich zu finden, öffne es. Du wirst mich immer finden. Maria umarmte ihn fest, ohne ein Wort zu sagen. Der Schmerz des Abschieds war schwer, doch sie wollte ihm glauben, dass sie ihn wiedersehen würde. Monate vergingen, und Maria hörte nichts von Hans. Der Krieg zog sich weiter, und täglich kamen Nachrichten von Gefallenen. Eines Tages erhielt Maria einen Brief. Der Absender war der Wehrmacht, aber es war nicht das, was sie gehofft hatte. Der Brief: Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Leutnant Hans Müller bei einem Gefecht am 4. Oktober 1943 gefallen ist. Wir sprechen Ihnen unser tiefes Beileid aus. Maria hielt den Brief in ihren Händen und starrte auf die Worte. Der Schmerz war überwältigend, und ein Gefühl der Leere ergriff sie. Ihr Herz brach, und in diesem Moment wusste sie, dass ihre Liebe nie in einer Welt ohne Krieg existieren konnte. Maria trug das Medaillon von Hans immer bei sich, wie ein Teil von ihm, den sie niemals verlieren würde. Sie arbeitete weiter im Café, doch das Licht in ihren Augen war erloschen. Sie hatte Liebe erfahren, aber auch den schmerzlichen Verlust eines Mannes, der ihre Welt verändert hatte. Im Jahr 1945, als der Krieg endlich zu Ende ging, nahm sie das Medaillon in die Hand und ging zum Friedhof, auf dem viele Soldaten und Zivilisten beigesetzt waren. Es war ein Ort des Abschieds, aber auch des Gedenkens. Sie kniete sich nieder, legte das Medaillon auf das Grab von Hans und sprach leise: Maria, ich werde dich nie vergessen.
Du bist immer bei mir. Die Sonne schien durch die Wolken, und für einen Moment fühlte Maria, dass ihre Liebe nicht vollständig verloren war. Der Krieg hatte viele Leben zerstört, aber es hatte auch Liebe hervorgebracht, eine Liebe, die die Zeit überdauerte. Es war der Frühling 1942, und das tägliche Leben in Berlin war von der Kriegszeit geprägt. Die Luft war schwer von Angst, doch das kleine Café, in dem Maria arbeitete, war ein Zufluchtsort. Maria war 22, eine einfache junge Frau, die als Kellnerin arbeitete und versuchte, ihren Alltag inmitten des Krieges zu überstehen. Ihre Familie war von der Frontlinie betroffen, und sie hörte täglich von den vielen Gefallenen. An diesem Tag trat ein Soldat in das Café. Er war groß, mit schüchternen Augen und einem brünetten, zerzausten Haarschnitt, Hans, ein Wehrmachtssoldat aus München, der gerade aus Frankreich zurückgekehrt war. Es war seine erste Ruhepause nach langen Monaten an der Front. Hans, könnte ich einen Kaffee haben, bitte? Maria. Natürlich. Einen Moment, bitte. Es war das erste Mal, dass sie ihn sah. Hans hatte etwas in seiner Haltung, das sie an einen Mann erinnerte, der mehr verlor als nur die Schlacht. Die nächsten Wochen kamen Hans und Maria immer wieder in das Café. Sie sprachen selten, doch es war eine Art von stiller Verbindung zwischen ihnen. Hans erzählte von den Schrecken an der Front, von den verlorenen Freunden, den ständigen Kämpfen und der endlosen Angst. Maria hörte aufmerksam zu, ohne viele Worte zu verlieren. Eines Abends nach der Arbeit, als das Café fast leer war, kam Hans zu ihr. Hans. Maria, ich weiß, wir haben nicht viel gesprochen, aber es fühlt sich an, als ob du die einzige Person bist, die mich versteht. Maria zögerte, aber dann lächelte sie sanft. Sie wusste, dass ihre Welt genauso zerbrochen war wie seine, und dennoch war da eine kleine Flamme der Hoffnung. Maria, vielleicht verstehe ich nur, dass wir alle im gleichen Krieg sind, selbst wenn er uns anders trifft. Der Blick, den sie teilten, war mehr als Worte. In einer Welt, die sich immer mehr auseinanderzog, hatten sie für einen Moment das Gefühl, dass sie sich nicht allein fühlten. Es vergingen Monate, und die Liebe zwischen Maria und Hans wuchs still. Sie trafen sich heimlich, versteckt vor den Augen der Stadt. Ihre Treffen waren von einer bittersüßen Dringlichkeit geprägt. Sie wussten beide, dass der Krieg jederzeit alles zerstören könnte. Hans wurde wieder an die Front geschickt. In ihren letzten Momenten zusammen gab er Maria ein kleines Medaillon, ein Erinnerungsstück aus seiner Familie. Hans, wenn du es je brauchst, um mich zu finden, öffne es. Du wirst mich immer finden. Maria umarmte ihn fest, ohne ein Wort zu sagen. Der Schmerz des Abschieds war schwer, doch sie wollte ihm glauben, dass sie ihn wiedersehen würde. Monate vergingen, und Maria hörte nichts von Hans. Der Krieg zog sich weiter, und täglich kamen Nachrichten von Gefallenen. Eines Tages erhielt Maria einen Brief. Der Absender war der Wehrmacht, aber es war nicht das, was sie gehofft hatte. Der Brief: Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Leutnant Hans Müller bei einem Gefecht am 4. Oktober 1943 gefallen ist. Wir sprechen Ihnen unser tiefes Beileid aus. Maria hielt den Brief in ihren Händen und starrte auf die Worte. Der Schmerz war überwältigend, und ein Gefühl der Leere ergriff sie. Ihr Herz brach, und in diesem Moment wusste sie, dass ihre Liebe nie in einer Welt ohne Krieg existieren konnte. Maria trug das Medaillon von Hans immer bei sich, wie ein Teil von ihm, den sie niemals verlieren würde. Sie arbeitete weiter im Café, doch das Licht in ihren Augen war erloschen. Sie hatte Liebe erfahren, aber auch den schmerzlichen Verlust eines Mannes, der ihre Welt verändert hatte. Im Jahr 1945,
Als der Krieg endlich zu Ende ging, nahm sie das Medaillon in die Hand und ging zum Friedhof, auf dem viele Soldaten und Zivilisten beigesetzt waren. Es war ein Ort des Abschieds, aber auch des Gedenkens. Sie kniete sich nieder, legte das Medaillon auf das Grab von Hans und sprach leise: Maria, ich werde dich nie vergessen. Du bist immer bei mir. Die Sonne schien durch die Wolken, und für einen Moment fühlte Maria, dass ihre Liebe nicht vollständig verloren war. Der Krieg hatte viele Leben zerstört, aber es hatte auch Liebe hervorgebracht, eine Liebe, die die Zeit überdauerte.